Wir sind hier mit Jan Hausmann und er hat gerade die Destiny German Series Winter 2016 gewonnen. Du hast gespielt, welches Deck? Magic Spectre Magician. Magic Spectre Magician. Ist das beste Deck deiner Meinung nach? Nein, eindeutig nicht. Das ist eigentlich so ein Spaßdeck, was ich so gespielt habe, weil ich da heute Bock drauf hatte. Zum Testen. Und es ist ziemlich gut gelaufen. Ja, also ich muss sagen, ich hatte auch ein bisschen Glück, aber das Deck ist an sich ziemlich gut, weil wenn man anfangen darf, was viele Decks einem halt lassen, dann kann man mit den Konterfallen und dem Magic Spectre Einhorn ziemlich gut starten. Und wenn der Gegner anfangen will, dann kann man auch mit den Magicians sehr starken OTK spielen. Hast du auch gegen Monarchen gespielt? Insgesamt 3-mal und jedes Match 2-0 gewonnen. Also ein ziemlich gutes Matchup gegen Monarchen. Richtig. Cool. Dann lass uns doch mal dein Deck sehen. 2 Magic Spectre Tempest. 3-mal Wavering Eyes. 3 Panel Call. Und 3 Draco Confrontation. Das ist alles Staples. Man spielt 3 Fallen. Wieso hast du dich für 2 entschieden? Ja, weil also man muss ja einen Magic Spectre oder den Stufe 6er Magician haben, wenn man die Falle benutzen will. Und wenn man es nicht hat und die Falle zieht, dann ist halt scheiße. Dann 2 Effect Whaler. Waren erst im Sideboard und jetzt habe ich die Main gepackt, weil ich finde, dass die ziemlich gut gegen die Monarchen sind. Oder weil ich gemerkt habe, Leute spielen jetzt wieder Pepe und gegen Pepe ist der auch ziemlich gut. Dann 2-mal Kuras der Lichtmonarch. Den habe ich gespielt, weil das Deck ziemlich oft das Problem hat, wenn man startet, da hat man am Ende des Zuges keine Handkarten mehr, weil man alles entweder auf dem Feld oder im Extra-Deck hat. Und wenn der Gegner dann die Scales los wird, dann macht man nächsten Zug nicht mehr viel. Und deswegen ist das manchmal gut, dass man dann mit Kuras starten kann, seine eigenen Karten zerstören kann und dann für den nächsten Zug noch Handkarten hat. Das war aber sehr gewagt, den zu spielen, oder? Ja, der kam auch einmal, glaube ich, von oben, wo ich was Besseres gebraucht hätte. Aber ich habe auch 2-mal gestartet, da habe ich den Weg hingelegt, beide Scales geschossen, 2 gezogen und das ist ja fast so gut wie der Sorcerer im Pepe. Wirst du ihn weiterhin spielen? Nein, ganz ehrlich, ich würde lieber Upstart Goblins spielen oder sowas. Weil er eben einmal tot kam und ich mag das überhaupt nicht, wenn Karten ansatzweise tot kommen. Dann Eccentric, ja, weil er gut gegen Monarchen ist. Dann die Draco Slayer, 2-mal den. 2-mal Master und einmal Lister, so standardmäßig. Dann Magicians, 3 Dragon Pit, weil man die Highscale halt immer braucht. Ein Dragon Pulse, dann 3-mal Wisdom Eyes, 2-mal Oath Dragon und den Scarabbat Joker, auch relativ staple-mäßig, glaube ich. Dann Magic Spectres, 3 Bumbuku, 3 Kirin, ist die beste Karte im Deck, 2 Fuchs und ein Ogama. Ogama spiele ich, weil dann kann man in einem Zug theoretisch Fuchs und Ogama beide hinpendeln und 2-mal suchen. Also da kann man in einem Zug 2-mal die Konterfalle sich holen. Hast du das Main-Deck eigentlich selber ausgedacht, oder? Also ich habe das komplette Deck, Main, Extra Side, alles selber ausgedacht. Dann Dynaster Power im Extra-Deck, weil da kann man auch, wenn man Bumbuku, der Stufe 3 ist, oder einen hochstufigen Magician hat, mit dem und dem Lister den bauen, damit man die wieder ins Extra-Deck kriegt. Dann für OTKs, ja, wenn man damit gut starten kann, aber den habe ich heute gar nicht benutzt, weil ich nur 3 Finsternis-Monster spiele. Dweller, Direwolf, Castle, der Magic Spectre Paladin, dann Emerald, um Sachen zu recyceln, Norito, falls ich zufällig mit 2 Hexern starte, kann ich den bauen. Also wenn da mehrere Kirins bei sind, mache ich das wahrscheinlich nicht, weil ich die selber hochbauen kann, also ist auch selten zum Einsatz gekommen. Dann Utopia Beyond für OTKs. Dracosack, falls ich mal einen 7er Exit bauen muss, 2 Ignister, ein Enlightenment Paladin, weil ich irgendeinen 8er Synchro noch spielen wollte und der ist gegen andere Pendelbacks sehr stark, wenn man den mit einem Magician baut, darf man sich noch eine Zauberkarte vom Friedhof auf die Hand zurückholen, was dann zum Beispiel Wavering Eyes sein kann. Und als letztes Trishula.
Dann im Sideboard 2 Iron Wall gegen Cosmo und Monarchen. Einmal die große Revolution ist vorüber gegen Pendeldex, weil die kann Wavering Eyes annullieren, die kann Sorcerer annullieren und Twin Twister annullieren. Und egal was man davon annulliert, das ist sehr stark, wenn man das hat. Ja, habe ich getestet. Habe ich keinmal gezogen, also. Dann ein drittes Gewitter, falls ich irgendwas rausbauen muss, aber nichts zum Reinbauen habe. Ist die ganz in Ordnung. Dasselbe mit dem dritten Fuchs. Dann 3 Twin Twister gegen Monarchen und Backrow. 3 Denko, falls man gegen irgendein Deck spielt, was einem 4 Stück hinsettet und dann sagt, ja, go. Dann mit Warning und allem, da ist hier ganz gut. Dann 2 Max C und zweimal den Kaiju gegen Cosmo. Würdest du noch was verändern, jetzt außer die Kuras gegen die Upstarts? Ja, ich würde wahrscheinlich 2 Kuras raus und vielleicht einen Whaler oder so raus für 3 Upstarts, weil Upstarts, das Deck ist dann halt noch konstanter und wenn man immer konstant startet, ist das Deck ziemlich stark, habe ich gemerkt. Und wahrscheinlich den zweiten Whaler dann auch raus und dann muss ich noch gucken, was ich da stattdessen spiele. Ja. Aber an sich bist du zufrieden mit der Leistung heute vom Deck? Ja, ich bin überrascht, dass das Deck so gut gelaufen ist. Ja. Alles klar. Dann willst du noch jemanden grüßen? Max Brinkhoff, weil er mir für heute die Spielmatte geliehen hat. Ich bin hier hingefahren, habe gemerkt, ich habe keine dabei. Ja, danke. Alles klar, dann Glückwunsch auf jeden Fall zum Titel und wir sehen uns.